Hi zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um Date-Düfte für den Sommer. Wir haben euch insgesamt 10 Düfte für 5 verschiedene Date-Anlässe mitgebracht. Der Hintergrund ist eigentlich der, dass wir gesagt haben, naja, Date-Düfte sind klassischerweise immer mega schwer und für den Sommer so ein bisschen schwierig zu tragen. Wir haben das Augenmerk darauf gelegt, wirklich Düfte rauszufinden, die einfach auch bei heißen Temperaturen funktionieren. Für jeden dieser 5 Anlässe, die wir euch mitgebracht haben und die auch ein bisschen, kann man sagen, dass die wild sind nicht wirklich wild, oder? Nein, es sind ganz normale, realistische Date-Szenarien. Wir starten mit dem ersten Date. Wir gehen spazieren oder picknicken. Wir haben sehr coole Düfte mit dabei. Der allererste Duft, eher für die Frauen da draußen, ist Sentier Parisian Embrace. Das hört sich irgendwie sehr rassig an. Darf man auch tragen, wenn man außerhalb von Paris ist. Natürlich. Auf jeden Fall. Der ist auf jeden Fall super fruchtig schon im ersten Riechen. Auch hier riecht man, und das mag ich total gerne, hatte ich in dem letzten Video von LEP einen Duft dabei, Couleur Primaire, wo Birne mit drin ist. Auch bei dem Duft ist Birne mit drin. Ich finde es richtig, richtig schön. Fruchtig, süß schon am Anfang. So ein typisch schöner, fruchtiger, süßer Sommerduft, Birne, Nektarine, Pfirsich. Fast schon gourmandartig, würde ich sagen. Oder? Also ich habe so ein Bock bisschen in die reinzubeißen. Gourmand-Richtung. Ich mache es immer daran fest, ob ich Bock habe, in den Duft reinzubeißen. In den würde ich auf jeden Fall reinbeißen. Sehr reife Früchte, würde ich jetzt mal sagen. Sehr schön, feminin, ein bisschen verspielt vielleicht auch. Und kann man super eben auch tagsüber, wenn es heiß ist, tragen, aber auch so in die Dämmerung reingehen. Je nachdem, wann dein Picknick oder Spaziergang halt stattfindet. Was haben wir für die Männer mit dabei? Für die Männer haben wir was Schönes, Frisches. Etwas, was man auch durchaus gerne, also wenn man sich wirklich Mühe gibt bei einem Picknick, auch trinken kann. Und zwar von Maison Micallef den Duft Gin Tonic. Eine frische Bombe, Limette, Minze, Ingwer, Bitterorange. Ich finde auch einen eher maskuliner Duft. Ich finde, der hat irgendwie so einen frischen, ein bisschen einen Duschgel-Vibe auch. Ja. Und deswegen würde ich ihn jetzt eher in die männliche Richtung einordnen. Grün, schön minzig, erfrischend, wie so eine Limonade oder eben Gin Tonic. Ja. Was ganz, ganz, ganz leicht Bitteres auf jeden Fall auch mit drin. Das ist super, auch tagsüber, gerade bei heißen Temperaturen. Gin Tonic, also kann man das super tragen, ne? Ja, vor allem, wenn man sich jetzt auch so ein bisschen bewegt beim Spaziergang. Ja, und draußen ist es jetzt 30 Grad, vielleicht noch wärmer. Dann ist es, glaube ich, auch schön, was Frisches zu tragen. Wir haben ein ganz klassisches Date oder eine Date-Location mit dabei. Natürlich die Bar. Die Wer Bar. kennt's nicht? Und ich würde Wer mal kennt's sagen, nicht? da hat fast jeder schon ein Date gehabt. Einfach schön was trinken gehen abends, laue Sommernacht. Ja, wobei, wir haben jetzt ja gar nicht gesagt, Bar drinnen oder draußen oder vielleicht auch irgendwie so eine Strandbar. Könnte eigentlich alles passen, oder? Könnte alles passen. Könnte ja, ich alles würde mal passen. keine Einschränkungen machen. Ich sprühe dir schon mal unsere Wahl für die Damen, für die Frauen da draußen auf. Und möchte auch sagen, was da aufgespielt Genau, ist. das ist von Thomas de Monaco, der Sol Salgado. Du Das ist darfst schon gerne. Sonne im Namen. Der ist auch süß, aber nicht so fruchtig wie der Duft, den wir davor für die Frauen gerochen haben, sondern der hat mehr Blüten mit drin. Sehr schön feminin, sehr runder Duft für mich. So ein bisschen elegant, feminin, also ich finde den sexy irgendwie. Der hat auch geräucherte Vanille und ich finde, man riecht so ein bisschen was Rauchartiges. Ich finde, das macht den Duft auch sehr, sehr interessant. Ja, okay, er hat was Rauchiges mit drin, aber jetzt bitte keine Angst bekommen. Ne? Das ist jetzt kein rauchiger Duft, Ah, das ist eine überhaupt ganz, nicht. ganz... Weit gefehlt. Ja, aber da muss man vorsichtig sein, weil... Das stimmt, ja. Aber man hat so einen leicht rauchigen Unterton, da muss ich dir zustimmen. Und die Vanille ist, glaube ich, auch das, was den Duft so rund macht und so vollmundig. Also der ist wirklich sehr schön zu tragen. Unsere Wahl für die Männer da draußen für ein Bardate. Treffender könnte es gar nicht sein, von Hank der Barman. Ein alkoholischer, süßlich-würziger Männerduft mit Brandy, Grapefruit, Orange, Limette. Der hat auch was leicht Rauchiges auf jeden Fall mit drin, oder? Ist vielleicht durch den Brandy dieses Alkoholische, was für mich vielleicht so ein bisschen rauchig wirkt. Auch durchaus verführerisch. Ja, der hat auch auf jeden Fall Sexappeal. Sehr schön. Schöne Kombination aus diesem ganz, ganz leicht süß-fruchtigen, was du gesagt hast, und eben diesem alkoholischen, brandy, leicht rauchigen. Maskulin, sexy, sehr cool für eine Bar, muss ich sagen. Über die nächste Date-Location haben wir so ein bisschen diskutiert. Nehmen wir Autokino oder nehmen wir normales Kino, weil die potenziellen Pärchen sagen, sie wollen in eine kühlere Umgebung. Aber wir haben uns für Autokino bzw. Outdoor-Kino, gibt ja auch ganz viele Orte, wo man einfach schön draußen auf so bequemen Sitzsäcken oder sowas dann einen Film anschauen kann. Von dem her, die nächste Date-Location ist Autokino bzw. Outdoor-Kino. Wir könnten es vielleicht auch noch erweitern Auf was? auf die ganzen Streaming-Dienste da draußen.
Du meinst, wenn man mit dem Laptop sich raussitzt? Nein, nicht unbedingt draußen, aber ich denke, dass einfach man zu Hause auch gerne mal die eine oder andere Serie durchsuchtet oder den einen oder anderen neuen Film anschaut, egal ob das jetzt Netflix, Paramount, Disney, Prime Video ist, wie auch immer. Ach so, du meinst auf zu Hause. Ja, müssen wir mal gucken, ob da die Düfte auch gut hinpassen. Wir weiten das Ganze mal aus, weil ich glaube, viele sind auch einfach gerne zu Hause und schauen sich was an. Geht raus. Was war denn der erste Duft? Veritas von Veritas, Memoirs stimmt. London. Das ist ja deine Wahl gewesen für die Damen. Schön süßlich, fruchtiger Duft. Also der ist wirklich schön süß und er hat Kokosnuss mit drin. Ich finde, das riecht man im ersten Riechen schon. Riechst du die Kokosnuss? Mhm. Lass mich mal noch mal. Sehr weiblich, süß, fruchtig, aber nicht zu übertrieben. Habe ich nichts hinzuzufügen. Genau so. Wir haben ja so ein bisschen darauf geachtet, gerade bei so Autokino, Outdoor-Kino oder auch zu Hause. Man kommt sich ja schon automatisch ein bisschen näher. Also du hast so einen Riesenvan und der eine sitzt vorne, der andere sitzt ganz hinten. Was ein tolles Date. Von dem her haben wir darauf geachtet, dass natürlich die Düfte nicht zu krass nervig sind, wenn man einfach ein bisschen näher zusammen ist. Und das ist der Veritas auf jeden Fall nicht. Und der nächste ist der Silver Marble von Simone Andreoli. Eine der schönsten Releases der letzten Wochen. Wer den noch nicht kennt, vor allem an die Männer da draußen, riecht den mal gerne. Ist ein sehr schöner, maskuliner, aquatischer, frischer Duft. Auch holzig, ganz einfach zu tragen, perfekt für wärmere Jahreszeiten. Würde ich persönlich als Mann auch als All-Day-Duft, als Absolut. Alltagsduft tragen. Dafür kannst du Komplimente geben. Ist ein Duft, der ist nicht aufdringlich. Der ist Gar sehr nicht. schön zu riechen, sehr gefällig, unkompliziert zu tragen. Von dem her eignet sich perfekt. Um guten Eindruck zu machen, aber nicht zu auffällig zu sein. Ich weiß gar nicht, ist Autokino eigentlich noch so ein Ding? Also schreibt uns mal, geht ihr gerne ins Autokino oder ins Outdoor-Kino im Sommer? Würde mich echt mal interessieren. Also ich bin ja ein Fan. Ich mag Autokino auch. Übrigens, ich habe eine geile Idee. Wir wollten ja ein Gewinnspiel machen. Wir haben ja gemerkt, Gewinnspiele mögt ihr. Und machen wir natürlich. Und zwar normalerweise müsst ihr einfach nur kommentieren, welchen Duft ihr ausprobieren wollt, den wir dabei haben. Ich würde das gerne mal erweitern. Lasst uns mal wissen, was euer coolstes Date war, was ihr je hattet. Und natürlich müsst ihr auch dazu schreiben, welchen Duft ihr gewinnen möchtet. Da kommen wir nicht drum rum. Aber um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, schreibt in die Kommentare, was euer coolstes Date war. Ihr müsst nicht mega ins Detail gehen. Alles jugendfrei bleiben natürlich. Genau. Und welchen Duft ihr gewinnen wollt. Ich bin richtig gespannt. Vielleicht kriegen wir ja noch die Schöne ein oder Idee. andere Inspiration. Am See chillen bzw. Freibad. Und da haben wir auch drüber diskutiert, weil einige jetzt vielleicht sagen, wer trägt denn bitte im Freibad, am See überhaupt einen Duft? Man geht doch ins Wasser und wäscht ihn ab. Ich trage immer einen Duft im Freibad. Ich habe meinen Parfori-Case immer dabei und sprühe nach. Da muss man sich wohlfühlen. Ist Und bei dir? Lisa Auch? ist nicht bezahlt oder gekauft. Ne? Das sagt ihr jetzt einfach so. Ja. Nein, aber es ist so, man muss sich doch auch da wohlfühlen. Ich finde so einen coolen Duft, der Vibe, dann noch mit dem Bikini, mit der ganzen Stimmung und so, finde ich einfach cool, muss sein, gehört dazu. Ja, kann ich nur zustimmen. Also klar, ein bisschen kontrovers. Ne? Ich würde mir jetzt nicht irgendwie einen Duft aufsprühen und würde danach in den See springen. Das würde ich nicht machen. Aber wenn man jetzt den ganzen Tag im Freibad verbringt oder am See oder auch am Strand, man ist ja jetzt nicht die ganze Zeit im Wasser. Ne? Absolut. So, Man und, chillt, man quatscht, man liest vielleicht mal, isst was, snackt. Ganz wichtig, Pommes mit Ketchup im Freibad, einfach beste. Sehr gut. Ja, nicht das Gesündeste, aber was für die Seele. Fangen wir mit dem ersten Duft für die Frauen an. Das ist der Persian Sunset von Avon. Du brauchst deswegen nicht alle Düfte abräumen, nur weil du so Ich aufgeregt bin ein bist bei bisschen, dem bin ein Duft. bisschen nervös bei dem Duft, ja. Deswegen tut mir leid. Recht. Ist man bei dem Date ja grundsätzlich hoffentlich ein bisschen. Ja, für mich ein blumiger, süßer, fruchtiger, weiblicher Duft, der schon noch so ein bisschen dem Namen gerecht wird. Ne? Also so Sonnenuntergangsstimmung. Das klingt so negativ, aber ihr wisst, was ich meine. Es ist Die ja positiv. rote Farbe, es ist ein Genau, bisschen romantisch. Der ist warm, finde ich. Erinnert mich an einen schönen warmen Tag, der aber zu Ende geht. Der ist rund, der ist warm, fruchtig, süß. Riechst du Karamell raus? Ich rieche kein nicht wirklich. Karamell raus. Nicht wirklich, nee. Weil ich finde, Karamell ist oft mal so ein Indiz, das vielleicht eher in den Winter reinpasst. Bei dem Duft keine Angst. Karamell meiner Meinung nach nicht so im Vordergrund. Aber er ist trotzdem süß und schön vollmundig. Und wir haben tatsächlich für die Männer einen Unisex-Duft mit dabei. Das heißt, wenn du als Frau sagst, oh, so ein Duft wie der Sally Limon von Carne Barcelona könnte mir auch gefallen, dann trag ihn. Geiler, geiler Duft. Absolut. Also ich habe für den schon echt viele Komplimente bekommen. Ja. Obwohl das im Grunde ein recht linearer, sehr simpler Duft ist, wenn man so möchte. Aber ne? das macht's manchmal Salz aus, gell? und zitrische Noten. Ja. Wir haben hier Limette, Bergamotte, italienische Zitrone. Der riecht schon so schön, als du den jetzt aufgetragen Ja, hast, wirklich. perfekter Sommerduft. Ja, geil. Eigentlich haben wir jetzt hier
einen weiblichen Duft und einen Unisex-Duft. Ja. Sowohl für Männer als auch für Frauen. Der wird aber auch süß. Also klar, man riecht vor allem das Zitrische mit raus und im Verlauf eben so eine Salznote, so ein Salzakkord. Aber wir haben ja auch Weißblütler mit drin. Das macht das Ganze so ein bisschen süß. Und trotzdem ist er wirklich sehr, sehr gut von Männern und von Frauen zu tragen. Ich finde es einfach einen geilen Duft. Ziemlich gefährlich. Sehr erfrischend, super für den Alltag. Und eben, wenn es ums Wasser geht. Unser letzter Date-Anlass ist ganz klassisch. In die Stadt gehen, Kaffee trinken, Eis essen. Das, was man halt so tut, wenn es ein bisschen unaufgeregter sein soll. Da kann man nicht so viel falsch machen, glaube ich, oder? Außer sich verkleckern. Eis schmeckt jedem. Ja. Für die Damen da draußen haben wir Fugazi. In Love with the Cocos. Ist da ein S hinten dran? Da ist ein S hinten dran. With the Plural. Cocos. Und wie ihr es euch denken könnt, da ist auf jeden Fall Kokosnuss mit drin. Riecht man auch im ersten Riechen raus. Ist aber untermauert auch durch was Zitrisches. Also es ist nicht so Kokoscreme für mich, sondern etwas leichtere Kokosnuss mit zitrischen Nuancen. Blumig. Blumig und süß. Blumig und süß. Der ist schon gut wahrnehmbar, aber jetzt nicht übertrieben. Und geht eben durch das Kokosmäßige, was drin ist, einfach für den Sommer perfekt. Viele mögen ja Kokosdüfte, aber Kokosdüfte, die jetzt nicht zu aufdringlich sind, nicht zu sehr nach Kokos riechen. Teilweise wird es dann auch schnell zu süß, zu synthetisch. Und das ist eine super Kombi, weil man, wie Lisa es gesagt hat, man hat hier einen etwas frischeren Kokosduft, der immer noch süß ist, blumige Noten hat, sehr weiblich durchaus ist. Ja. Ist auf Und jeden schön für Fall. den Sommer. Und für die Männer haben wir von Sentir den Oud Gaiac. Das ist so ein typischer Duft, den ich gerochen habe und dann dachte so, Mensch, den hätte ich eigentlich auch schon früher riechen können. Ja, also hat mir wahnsinnig gut gefallen. Fruchtig, herb, leicht udig, holzig, maskulin. Und schöner Gute Apfel Portion am Frische. Anfang. Ja. Also grüner Apfel, das ist eben das Frische, was du dann auch gesagt hast. Super schön zu Ja. tragen, sehr unkompliziert, sehr toll für tagsüber, wenn es wirklich warm draußen ist. So ein frischer Kick, den man damit auf den Weg bekommt. Könnte durchaus ein Duft sein, den ich mir selbst gut vorstellen könnte an mir. Ja, den werde ich jetzt auch mal öfters tragen. Ach, das ist doch geil. Video gemacht und schon einen neuen Lieblingsduft So. gefunden, den man für den Sommer nimmt. Wir sind durch. Wir sind durch. Wie gesagt, nehmt gerne am Gewinnspiel teil. Die Bedingungen unten in der Description wie immer und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid und viel Spaß beim Daten diesen Sommer. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.